Wie oben, so unten. Eine der bekanntesten Weisheiten der Hermetik. Doch was bedeutet diese mystische Aussage wirklich? Diese Worte, die auf den Zymryn-Tafeln des Hermes Trismegistos überliefert wurden, enthalten ein tiefes Geheimnis über die Verbindung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, zwischen dem Universum und uns selbst. In diesem Video tauchen wir in die wahre Bedeutung dieser uralten Lehre ein und zeigen, wie sie auch heute noch unser Leben prägen kann. Der Satz „Wie oben, so unten" entstammt einer der ältesten und geheimnisvollsten spirituellen Traditionen, der Hermetik. Diese Lehre, die mit dem legendären Hermes Trismegistos verbunden ist, vereint Philosophie, Wissenschaft und Spiritualität. Die Hermetik hat ihre Ursprünge im antiken Ägypten und in der griechischen Geisteswelt und beeinflusste über Jahrhunderte hinweg große Denker, Mystiker und Alchemisten. Der Ausdruck selbst ist auf der Tabula Smaragdina, auch bekannt als die Smaragdtafel, überliefert. Diese mystische Schrift, die Hermes Trismegistos zugeschrieben wird, gilt als eine der zentralen Säulen der hermetischen Lehre. Die Smaragdtafel enthält tiefe Weisheiten über die Natur des Universums und die Beziehung zwischen dem Makrokosmos, dem Universum, und dem Mikrokosmos, dem Individuum. Der berühmteste Satz der Tabula Smaragdina lautet: Es ist wahr, ohne Lüge, sicher und gewiss. Was oben ist wie das, was unten ist. Und was unten ist wie das, was oben ist. Dieser Satz offenbart die grundlegende Idee, dass alles im Universum miteinander verbunden ist. Das, was im Großen geschieht, spiegelt sich im Kleinen wider und umgekehrt. Makrokosmos und Mikrokosmos. In der Hermetik wird das Universum als ein gigantischer Spiegel betrachtet, in dem alles miteinander in Resonanz steht. Der Makrokosmos, das Universum, die Sterne, die Planeten, ist ein Spiegelbild des Mikrokosmos, also des menschlichen Geistes, Körpers und der Seele. Wenn du das Universum verstehen möchtest, musst du dich selbst verstehen. Und wenn du dich selbst verstehst, beginnst du, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Diese Idee findet sich in vielen spirituellen Traditionen. Im antiken Ägypten galt der Mensch als eine Miniatur des Kosmos, geschaffen nach dem Bild der Götter. Die griechischen Philosophen wie Platon und Pythagoras betonten die Harmonie zwischen Himmel und Erde und die Einheit von Geist und Materie. Praktische Anwendungen. Die Lehre von „Wie oben, so unten" hat auch praktische Anwendungen. Sie zeigt uns, dass unsere inneren Zustände, unsere Gedanken, Emotionen und Überzeugungen unsere äußere Realität beeinflussen. Wenn wir inneren Frieden und Harmonie kultivieren, beginnen sich diese Qualitäten auch in der äußeren Welt zu zeigen. Gleichzeitig erinnert uns diese Lehre daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung hat Auswirkungen, nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf die gesamte Schöpfung. Dieses Bewusstsein kann uns dazu inspirieren, achtsamer und verantwortungsbewusster zu leben. Zusätzlich zeigt uns die Hermetik, wie wichtig es ist, Balance zu schaffen. Sowohl im Innen als auch im Außen sollte Harmonie herrschen, um das Potenzial des Lebens voll auszuschöpfen. Diese Balance ist der Schlüssel zu einem erfüllten und bewussten Leben. Fazit: Die Tabula Smaragdina und der Satz „Wie oben, so unten" sind mehr als nur alte Worte. Sie sind ein Schlüssel zu einem tieferen Verständnis von uns selbst und unserer Beziehung zum Universum. Diese Lehre erinnert uns daran, dass wir sowohl Schöpfer als auch Teil des Ganzen sind. Wahre Weisheit liegt in der Harmonie zwischen Innen und Außen, oben und unten, Makro- und Mikrokosmos. Und die hermetische Weisheit „Wie oben, so unten" ist mehr als nur ein mystischer Spruch. Sie beschreibt ein fundamentales Prinzip des Universums: die untrennbare Verbindung zwischen dem Makrokosmos, dem Universum, und dem Mikrokosmos, dem individuellen Menschen. Dieses Prinzip zeigt uns, dass die Gesetze,
die die Sterne und Galaxien regieren, auch in unserem Inneren wirken. Es erinnert uns daran, dass das, was in uns geschieht, sich in der äußeren Welt widerspiegelt und umgekehrt. Makrokosmos. Das Universum als Spiegel. Der Makrokosmos repräsentiert das große Ganze, das Universum in all seiner unendlichen Weite. Die Sterne, Planeten, Galaxien und die Naturgesetze, die sie regieren, bilden die Grundstruktur des Kosmos. In der Hermetik wird der Makrokosmos als ein lebender Organismus gesehen, in dem jedes Element miteinander verbunden ist. Ein Beispiel hierfür sind die Zyklen der Natur. Der Wechsel der Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, reflektiert die Zyklen menschlicher Transformation. Frühling symbolisiert Wachstum und Neubeginn. Sommer steht für Reife, Herbst für Loslassen und Winter für Erneuerung. Dieses rhythmische Zusammenspiel zeigt, dass der Mensch als Teil des Makrokosmos denselben universellen Gesetzen unterliegt. Mikrokosmos. Der Mensch als Miniaturuniversum. Der Mensch wird in der Hermetik als Mikrokosmos beschrieben, ein kleines Abbild des großen Universums. Unser Körper, Geist und unsere Seele spiegeln die Prinzipien des Makrokosmos wider. Ein faszinierendes Beispiel ist das Herz, das als Zentrum unseres Lebens gilt, vergleichbar mit der Sonne, die das Zentrum unseres Sonnensystems bildet. Unsere Gedanken und Emotionen, die ständig in Bewegung sind, könnte es mit den Planeten verglichen werden, die in harmonischer Ordnung um die Sonne kreisen. Diese Analogie zeigt, dass die Strukturen des Universums sich auch in uns selbst wiederfinden. Die universellen Gesetze, die Verbindung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos wird durch die universellen Gesetze erklärt, die in der Hermetik beschrieben werden. Das Gesetz der Entsprechung, wie oben, so unten, besagt, dass die Muster, die im Großen existieren, auch im Kleinen zu finden sind. Das Gesetz der Schwingung erklärt, dass alles im Universum Energie ist und sich in ständiger Bewegung befindet. Gedanken und Emotionen senden Schwingungen aus, die unsere Realität beeinflussen. Dieses Gesetz zeigt, dass wir durch die Kontrolle unserer inneren Welt unsere äußere Realität gestalten können. Praktische Anwendung. Wenn wir die Balance zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos verstehen, können wir Harmonie in unserem Leben schaffen. Meditation, Achtsamkeit und die Arbeit an unseren Gedanken und Emotionen sind essentielle Werkzeuge, um diese Harmonie zu erreichen. Diese Praktiken helfen uns, die universellen Gesetze in unserem Alltag anzuwenden und ein bewussteres Leben zu führen. Fazit: Die Verbindung von Makrokosmos und Mikrokosmos zeigt uns, dass wir ein Teil des Universums sind und gleichzeitig das Universum in uns tragen. Dieses Prinzip fordert uns auf, bewusster zu leben, Verantwortung für unsere inneren Zustände zu übernehmen und die Harmonie zwischen Innen und Außen zu fördern. Indem wir diese Verbindung verstehen und anwenden, können wir nicht nur unser eigenes Leben transformieren, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Welt um uns herum ausüben. Das hermetische Prinzip, wie oben, so unten, hat seine Wurzeln in der Antike, doch seine zeitlose Weisheit bleibt auch heute relevant. Dieses Prinzip wird in verschiedenen modernen Kontexten interpretiert und angewendet, von Wissenschaft und Philosophie bis hin zu Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Es erinnert uns daran, dass die Verbindung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos mehr als nur ein spirituelles Konzept ist. Es ist ein Schlüssel, um unser Leben zu verstehen und aktiv zu gestalten. Wissenschaftliche Perspektiven. Die moderne Wissenschaft bestätigt viele Aspekte des Prinzips, wie oben, so unten. In der Quantenphysik sehen wir, dass die kleinsten Teilchen des Universums, Atome und subatomare Partikel, denselben grundlegenden Gesetzen unterliegen wie die größten Strukturen, etwa Galaxien. Dieses Wissen zeigt, dass das, was im Kleinen geschieht, auch im Großen wiedergespiegelt wird. Ein weiteres faszinierendes Beispiel ist die Fraktalgeometrie, die sich wiederholenden Muster in der Natur beschreibt. Ob es die Form eines Baumes, die Verzweigungen eines Flusses
oder die Spiralstruktur einer Galaxie ist, überall sehen wir dieselben universellen Prinzipien, die sich auf unterschiedlichen Maßstäben manifestieren. Persönlichkeitsentwicklung und innere Arbeit. Das Prinzip wie oben, so unten findet auch in der Persönlichkeitsentwicklung Anwendung. Es symbolisiert die Beziehung zwischen unseren inneren Überzeugungen und unserer äußeren Realität. Unsere Gedanken, Emotionen und Glaubenssätze wirken sich direkt darauf aus, wie wir die Welt wahrnehmen und welche Erfahrungen wir machen. Dieses Verständnis hat viele Menschen dazu inspiriert, Praktiken wie Meditation, Achtsamkeit und Journaling in ihren Alltag zu integrieren. Indem wir unser Inneres transformieren, können wir unsere äußere Realität positiv beeinflussen. Spirituelle Perspektiven. In der Spiritualität symbolisiert das Prinzip die Einheit von Geist und Materie. Es lehrt uns, dass wir nicht getrennt vom Universum sind, sondern ein integraler Bestandteil davon. Viele spirituelle Traditionen betonen die Wichtigkeit dieser Verbindung und ermutigen uns, Harmonie zwischen unserer inneren und äußeren Welt zu schaffen. Praktiken wie Gebet, Energiearbeit oder bewusstes Atmen basieren auf diesem Prinzip und helfen uns, uns mit der universellen Energie zu verbinden. Sie erinnern uns daran, dass unsere innere Welt die Grundlage für alles ist, was wir im Außen erleben. Praktische Anwendungen im Alltag. Das Prinzip wie oben, so unten kann auch im Alltag angewendet werden. Es erinnert uns daran, dass unsere Gedanken und Gefühle die Realität beeinflussen. Wenn wir uns bewusst für Positivität und Ausgeglichenheit entscheiden, ziehen wir auch positive Erfahrungen an. Fazit: Wie oben, so unten ist nicht nur ein philosophisches Konzept, sondern eine zeitlose Lehre, die uns auffordert, bewusster zu leben und die Verbindung zwischen Innen und Außen zu erkennen. Durch die Anwendung dieses Prinzips können wir nicht nur unser Leben transformieren, sondern auch unsere Rolle im Universum besser verstehen. Das Prinzip wie oben, so unten ist nicht nur eine philosophische Idee, sondern eine kraftvolle Lehre, die uns zeigt, wie wir unser inneres und äußeres Leben harmonisieren können. Dieses Prinzip betont, dass unsere inneren Zustände, unsere Gedanken, Emotionen und Überzeugungen direkte Auswirkungen auf unsere äußere Realität haben. Indem wir bewusst mit diesem Wissen arbeiten, können wir nicht nur unser eigenes Leben verbessern, sondern auch positive Veränderungen in unserer Umgebung bewirken. Erste Gedanken und Überzeugungen reflektieren. Unsere Gedanken sind mächtige Werkzeuge, die unsere Realität formen. Wenn wir beispielsweise davon überzeugt sind, dass wir erfolgreich sein können, werden wir motivierter handeln und Chancen leichter erkennen. Das Gesetz der Entsprechung lehrt uns, dass negative Gedankenmuster und limitierende Überzeugungen uns daran hindern können, unser volles Potenzial zu entfalten. Ein praktischer Ansatz ist es, regelmäßig über die eigenen Gedanken nachzudenken und sie bewusst zu lenken. Journaling oder das Schreiben von Affirmationen kann dabei helfen, positive Überzeugungen zu stärken und negative Muster aufzulösen. Zweite, die Macht der Emotionen, Nutzen-Emotionen sind energetische Schwingungen, die direkt in unsere äußere Welt projiziert werden. Freude, Dankbarkeit und Liebe haben eine hohe Schwingung und können positive Ereignisse in unser Leben ziehen. Ärger, Angst und Negativität hingegen senden niedrige Schwingungen aus, die uns zurückhalten können. Ein wirkungsvoller Weg, um positive Emotionen zu kultivieren, ist die Praxis der Dankbarkeit. Jeden Tag 3 Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist, kann die eigene Perspektive und Energie transformieren. Dritte, Meditation und Achtsamkeit. Meditation ist eine der effektivsten Methoden, um das Prinzip wie oben, so unten zu verinnerlichen. Sie hilft uns, die Verbindung zwischen unserer inneren Welt und der äußeren Realität besser zu verstehen. Regelmäßige Achtsamkeitsübungen fördern die Selbstreflexion und stärken unsere Fähigkeit, bewusst im Moment zu leben. 4. Ziele setzen und bewusst manifestieren. Das Prinzip erinnert uns daran, dass wir Mitgestalter unserer Realität sind.
Indem wir klare Ziele setzen und diese mit positiver Energie und konzentrierter Absicht verfolgen, können wir die Realität erschaffen, die wir uns wünschen. Visualisierung ist dabei ein kraftvolles Werkzeug. Sich selbst in der gewünschten Realität vorzustellen, kann helfen, diese Realität schneller anzuziehen. 5. Mit der Natur verbinden. Die Natur ist ein lebendiger Ausdruck des Prinzips, wie oben, so unten. Zeit in der Natur zu verbringen, kann uns dabei helfen, unsere Verbindung zum Makrokosmos zu stärken und inneren Frieden zu finden. Ein Spaziergang im Wald, das Beobachten der Sterne oder einfach nur barfuß auf der Erde zu stehen, erinnert uns daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Fazit: Das Prinzip, wie oben, so unten, bietet uns praktische Wege, um inneren und äußeren Frieden zu finden. Es fordert uns auf, bewusster zu leben, unsere Gedanken und Emotionen zu reflektieren und Harmonie zwischen unserer inneren und äußeren Welt zu schaffen. Indem wir diese Lehre in unseren Alltag integrieren, können wir nicht nur unser eigenes Leben transformieren, sondern auch positive Energie in die Welt bringen. Wie oben, so unten. Ein Prinzip, das uns lehrt, dass alles miteinander verbunden ist. Diese uralte Weisheit erinnert uns daran, dass die Veränderung in uns selbst beginnt. Indem wir unsere Gedanken, Emotionen und Handlungen bewusster gestalten, können wir nicht nur unser eigenes Leben transformieren, sondern auch die Welt um uns herum positiv beeinflussen. Danke, dass du diese Reise mit uns gemacht hast. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und deine Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Möge dein inneres Licht immer hell erstrahlen. Bis zum nächsten Mal.